Was läuft, ihr Rabauken? Wenn ihr fleißig meine Tutorials verfolgt, werdet ihr mittlerweile festgestellt haben, dass ich ein großer Fan bin von Shortcuts. Und in diesem Video zeige ich euch einige sehr nützliche Shortcuts und Tipps, wie ihr euren Workflow verbessern könnt. Also, bleibt unbedingt dran, nach dem Intro geht's weiter. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahoshi TV. Und wenn ihr Bock auf mehr solche Tutorials habt, dann abonniert diesen Kanal, falls noch nicht geschehen, und aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Und um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, springen wir direkt in After Effects. Und wenn wir After Effects öffnen, ist der erste naheliegende Shortcut, na klar, neues Projekt anlegen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Programmen ist der Shortcut in After Effects nicht STRG N, sondern STRG Alt und N. Womit wir auch direkt zum nächsten Shortcut kommen. Und zwar erstellt ihr mit STRG N in After Effects eine neue Komposition. Wie ich bereits im letzten Video erzählt habe, halte ich meine Projekte gerne übersichtlich und strukturiert. Und wenn nun das Projektefenster aktiv ist, könnt ihr mit dem Shortcut STRG Shift Alt und N beliebig viele neue Ordner erstellen. Wenn ihr euch jetzt aber im Kompositionsfenster befindet, könnt ihr mit dem gleichen Shortcut ein neues Kompositionsfenster öffnen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, Bruder, wozu diese? Dies ist eine berechtigte Frage und ich werde es euch erklären. Nehmen wir diese Komposition hier als Beispiel. In dieser Komposition habe ich eine Unterkomposition, diese Form hier, und eine Hintergrundebene. In der Unterkomposition habe ich mein Logo, das animiert ist, und dieses Bild. Mal angenommen, ich bin mit der Position der Formebene nicht zufrieden und bewege diese etwas nach rechts. Jetzt müsste ich natürlich auch mein Logo dementsprechend nach rechts verschieben. Wenn ich jetzt aber die Unterkomposition nehme, bewege ich das gesamte Bild. Ich möchte aber, dass dieses Mannequin hier auf der Position bleibt. Deshalb mache ich das erstmal rückgängig. Jetzt müsste ich theoretisch immer in diese Unterkomposition rein, die Ebene etwas verschieben, wieder in die andere Komposition. Es stimmt nicht, dann wieder in die Unterkomposition, nochmal etwas verschieben. Und das kann auf Dauer sehr nervig werden. Ich müsste jetzt ständig zwischen beiden Kompositionen hin und her wechseln und den Wert errechnen oder irgendwie schätzen. Wenn ich aber jetzt ein zweites Kompositionsfenster erstelle, kann ich hier oben in der Leiste die Komposition auswählen, die ich bearbeiten möchte, wähle mein Logo aus und sehe direkt im anderen Fenster sämtliche Auswirkungen meiner Änderungen. Man könnte das natürlich jetzt auch über eine Expression lösen. Aber Expressions sind ein ganz anderes Thema, zu dem wir auch bald noch kommen werden. Aber zurück zum Thema. Um im Kompositionsfenster zu zoomen, habt ihr gleich mehrere Möglichkeiten, dieses zu tun. Zum einen könnt ihr mit der Taste Z das Zoom-Werkzeug aufrufen und mit der linken Maustaste einfach in die Komposition klicken. Mit gedrückter Alt-Taste könnt ihr genauso wieder rauszoomen. Außerdem könnt ihr mit dem Zoom-Werkzeug eine Auswahl ziehen, in die ihr zoomen möchtet. Diese Variante mit dem Zoom-Werkzeug mag ich allerdings ganz und gar nicht. Zum Zoomen nutze ich daher viel lieber das Mausrad. Mit der könnt ihr rein und rauszoomen. Mit gedrückter Alt-Taste zoomt ihr außerdem genau da rein, wo sich euer Mauszeiger aktuell befindet. Außerdem gibt es noch einige Shortcuts, mit denen ihr die Größe eurer Komposition bestimmen könnt. So könnt ihr zum Beispiel mit der kleinen Alt-Taste die Komposition auf 100% bringen. Wenn ihr die Alt-Taste dabei gedrückt haltet, zoomt ihr eure Komposition basierend darauf, wie groß euer Fenster ist, auf bis zu 100%. Das heißt also, wenn mein Fenster noch größer wäre, wäre die Komposition trotzdem nur maximal 100% groß. Wenn ihr jetzt aber statt der Alt-Taste die Shift-Taste gedrückt haltet, passt sich eure Komposition der Fenstergröße an. Gut, in diesem Fall hat sich jetzt natürlich nichts getan, weil das Fenster eben kleiner ist als die Komposition. Und wenn wir schon beim Zoomen sind, schauen wir uns dazu auch mal die Zeitleiste an. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, in der Zeitleiste rein und raus zu zoomen. Der klassische, aber auch eher umständliche Weg ist natürlich die Zoombar direkt unter der Zeitleiste. Wenn ihr an diesem Regler zieht, zoomt ihr immer da rein und raus, wo sich eure Zeitleiste aktuell befindet. Ihr könnt auch die jeweiligen Buttons links und rechts neben dem Regler dazu nutzen. Ihr habt auch die Möglichkeit, über die Zeitansichtsklammer hier oben euren Arbeitsbereich zu bestimmen. Wie ihr euch schon denken könnt, ist das nicht meine erste Wahl zum Rein- und Rauszoomen in der Zeitleiste. Denn auch in der Zeitleiste könnt ihr mit dem Mausrad rein- und rauszoomen, wenn ihr dabei die Alt-Taste gedrückt haltet.
Und auch hier verhält es sich genauso wie im Kompositionsfenster, dass ihr da reinzoomt, wo euer Mauszeiger sich aktuell befindet. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit der Taste Plus und Minus auf der Tastatur in der Zeitleiste rein und raus zu zoomen. Hier verhält es sich genauso wie bei dem Regler, dass ihr dort rein und rauszoomt, wo euer Zeitstrahl sich aktuell befindet. Verwechselt aber nicht die Plus- und Minus-Taste mit dem auf dem Nummernblock. Und wir bleiben auch direkt mal in der Zeitleiste bzw. im Schnittfenster. Denn die wohl meistgenutzten Shortcuts sind die für die Transformieren-Eigenschaften der verschiedenen Ebenen. Und wenn wir einfach mal eine Ebene auswählen, könnt ihr so mit der Taste A den Ankerpunkt auswählen, sowie mit der Taste P die Position, mit S die Skalierung, mit R die Drehung und mit T die Deckkraft. Und ihr seht schon, dass wenn ich die jeweilige Taste drücke, sich die Eigenschaften abwechseln. Wenn ihr aber dabei die Shift-Taste gedrückt haltet, könnt ihr gleich mehrere Eigenschaften auf einmal aufrufen. Und wichtig wäre auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass, wenn ihr keine Ebene ausgewählt habt, sich bei zum Beispiel der Taste A die Eigenschaft von jeder Ebene öffnet. Und das gilt auch für den nächsten Shortcut. Denn mit der Tastenkombination Alt, Shift und der jeweiligen Eigenschaft setzt ihr da, wo sich euer Zeitstrahl aktuell befindet, bei der jeweiligen Eigenschaft einen Keyframe. Wir haben hier nun eine kleine Animation. Zugegeben, nicht unbedingt mein bestes Werk, aber es reicht, um den Shortcut zu demonstrieren. Nichtsdestotrotz können wir nun mit einer Taste sämtliche Keyframes anzeigen lassen, die in einer oder in allen Ebenen vorhanden sind. Und wenn ihr wisst, um welche Taste es sich handelt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Keine Sorge, ich warte so lange. Die Rede ist natürlich von der Taste U. Das Schöne daran ist, dass ihr mit nur einem Knopfdruck sämtliche Effekte und Eigenschaften aller Ebenen zuklappen könnt. Aber das wirklich Besondere an diesem Shortcut ist, dass ihr mit einem Knopfdruck alle Keyframes anzeigen könnt, aber auch, dass ihr, wenn ihr die Taste doppelt drückt, dass sich von der ausgewählten Ebene oder halt von allen Ebenen die Eigenschaften öffnen, die ihr bearbeitet habt. In diesem Beispiel hier habe ich 4-mal als Komposition mein Logo hinterlegt. Es wäre natürlich praktisch, wenn ich diese Ebenen auf einen Blick am Namen erkennen könnte. Und dazu wählt ihr die jeweilige Ebene aus und drückt die Enter-Taste. Nun könnt ihr den Ebenennamen ändern. Nennen wir hier Nummer zum Beispiel 1, die LHM2, LHM3 und LHM4. Und besonders bei Unterkompositionen ist es wichtig zu wissen, dass wenn ihr den Ebenennamen einer Komposition in einer Komposition ändert, passiert das lediglich lokal in dieser Komposition. Im Projektefenster selbst bleibt der Quellname von dieser Komposition selbstverständlich bestehen. Apropos Komposition. Ihr könnt selbstverständlich alle Kompositionseinstellungen im Nachhinein noch verändern. Für gewöhnlich könnt ihr die Kompositionseinstellung im Menüreiter Komposition aufrufen. Einfacher wäre es allerdings mit dem Shortcut STRG K. Und wenn ihr glücklich mit eurer Arbeit seid und diese nun rendern möchtet, könnt ihr das entweder mit STRG M in After Effects selbst machen oder mit dem Shortcut STRG Alt M in Adobe Media Encoder. Auf das Rendern eurer Projekte werde ich in einem anderen Video noch näher drauf eingehen, denn da habe ich als Anfänger zu Beginn auch viele Fehler gemacht. Es gibt selbstverständlich noch viele weitere Shortcuts in After Effects und ich werde auch mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch ein weiteres Video dazu machen. Aber bis dahin hoffe ich, dass ihr einiges aus diesem Video mitnehmen und lernen konntet. Denn mein Ziel ist es, euch dieses Programm immer mehr und mehr näher zu bringen, sodass ihr dieses Programm auch bald im Schlaf beherrscht. Wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann liked dieses Video und hinterlasst gerne einen Kommentar. Und wenn ihr noch mehr über After Effects erfahren möchtet, könnten diese beiden Videos hier an der Seite euch auch interessieren. Das war's von mir, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye.